Display der Solexa 2 bedienen Sie nicht nur die angeschlossenen Antriebe und Geräte, hier sehen Sie auch deren Status, aktuelle Wetterdaten und können die Grund- und Automatikeinstellungen ändern. In diesem Video erkläre ich Ihnen die Bedeutung der angezeigten Symbole und die Bedienung im Display. Oben links in der Ecke des Displays ist die Anzeige, ob der ausgewählte Antrieb im Hand- oder Automatikbetrieb ist. Ist hier eine Hand abgebildet, so befindet er sich im Handbetrieb, bei einem A in der Automatik. Rechts daneben wird Ihnen der Akkustatus des Bedienteils angezeigt. Zentral am oberen Displayrand wird Ihnen die Uhrzeit angezeigt. Die Anzeige für den Wochentag ist unterhalb der Hand- und Automatikanzeige. Die Zahnrädchen oben rechts werden benötigt, um in die Einstellungen zu gelangen. Der Funkmast unterhalb zeigt Ihnen, ob eine GPS-Verbindung besteht und somit die Uhrzeit und der Wochentag richtig eingestellt sind. In der Mitte des Displays wird Ihnen Außen- und Innentemperatur angezeigt. Durch kurzes Tippen auf die Temperaturen wechselt die Anzeige zu Helligkeit und Windgeschwindigkeit. Die runde Bedienfläche unterhalb ermöglicht es Ihnen, Antriebe manuell zu fahren, zwischen Antriebsseiten zu wechseln und in den Einstellungen zu navigieren. Wenn die Bedienfläche ausgegraut ist, liegt meist ein Alarm an. Der komplette untere Displayrand ist für die Anzeige der angeschlossenen Ausgänge reserviert. Sollten mehr als 4 Geräte installiert werden, muss mit Hilfe der Bedienfläche nach rechts bzw. links durch die verschiedenen Seiten geblättert werden. Der jeweils ausgewählte Antrieb wird mit einer umrandeten Zahl angezeigt. Je nach Ausgangstyp sind hier unterschiedliche Icons hinterlegt. Die letzte Anzeigemöglichkeit im Startbildschirm befindet sich am rechten Displayrand. In diesem Bereich werden Ihnen Symbole angezeigt, die darstellen, welche Automatikparameter bzw. Alarme für den ausgewählten Antrieb überschritten bzw. aktiv sind. Sollte Ihnen dieses Symbol angezeigt werden, liegt ein Regenalarm an. Dieses Symbol zeigt Ihnen, ob der eingestellte Windgrenzwert überschritten ist. Sollte Ihnen der Regenschirm und ein Haus mit außenliegendem Temperatursensor angezeigt werden, ist ein Frostalarm aktiv. Die kleine Sonne zeigt, dass der Helligkeitsgrenzwert überschritten ist. Sollte eine Wolke angezeigt werden, ist der Helligkeitswert noch unterschritten. Weitere Symbole und ihre Bedeutung finden Sie in dem in der Videobeschreibung verlinkten PDF-Dokument. Sollte in Ihrem Display ER angezeigt werden, so muss davon ausgegangen werden, dass die Funkverbindung zwischen Wetterstation und Bedienteil unterbrochen ist.